Lektion 251. Hast du Hunger? Guten Morgen, Anna. Was hast du heute vor? Guten Morgen, John. Ich dachte nur daran, Frühstück zu kochen. Hast du Hunger? Immer. Was steht auf der Speisekarte? Nun, ich dachte darüber nach, ein paar Pfannkuchen und Rührei zu machen. Magst du sie? Natürlich. Aber ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich dir ein bisschen helfe. Ich bin nicht der beste Koch, aber ich kann einen schönen Pfannkuchen umdrehen. Das klingt großartig, John. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich bekommen kann. Ich will heute Morgen nichts verbrennen. Keine Sorge, Anna. Zusammen bereiten wir das beste Frühstück aller Zeiten zu. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir immer Pizza bestellen. Ich denke, wir bleiben bei Pfannkuchen und Eiern, John. Aber danke für das Angebot. Jederzeit, Anna. Lass uns kochen. Lektion 252. Kaufe eine ganze Wohnung. Hi Anna, hast du von dem neuen Wohnhaus gehört, das sie gerade die Straße runtergebaut haben? Ja, ich habe das Schild gesehen. Warum? Denkst du darüber nach umzuziehen? Nun, ich habe darüber nachgedacht. Aber dann wurde mir klar, dass ich nicht genug Geld habe, um eine ganze Wohnung zu kaufen. Ja, das könnte ein Problem sein. Vielleicht könnten wir das zusammen machen. Wir könnten Mitbewohner sein. Ich weiß nicht, John. Du könntest deine dreckigen Socken überall liegen lassen. Hi, das nehme ich übel. Aber ernsthaft, denk darüber nach. Wir könnten unsere eigene Wohnung haben und uns die Kosten teilen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Aber wir müssten einige Grundregeln festlegen. Also keine laute Musik nach Mitternacht und kein Kochen von Fisch in der Mikrowelle. Einverstanden. Und wenn wir irgendwelche Streitigkeiten haben, lösen wir sie wie Erwachsene. Mit einer Partie Steinpieperschere. Okay, abgemacht. Lass uns anfangen, für diese Wohnung zu sparen. Wer weiß, vielleicht können wir uns eines Tages sogar ein Zweizimmer-Apartment leisten. Träume groß, Anna. Träume groß. Lektion 253. Wasser ist das Wichtigste für unseren Körper. Hi Anna, wusstest du, dass Wasser das Wichtigste für unseren Körper ist? Ja, ich weiß. Es ist wichtig, um hydratisiert und gesund zu bleiben. Genau. Und weißt du was noch? Genügend Wasser zu trinken kann dich schlau machen. Wirklich? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, John. Hi, unterschätze nicht die Kraft des Wassers. Es ist wie Treibstoff für unser Gehirn. Ohne sie würden wir leer ausgehen. Okay, ich verstehe es. Wasser ist wichtig. Aber du musst nicht übertreiben. Gut. Aber im Ernst, wir sollten darauf achten, jeden Tag viel Wasser zu trinken. Es wird uns helfen, uns besser zu fühlen, besser auszusehen und besser zu denken. Einverstanden. Und falls wir das jemals vergessen, können wir einfach einen Alarm auf unseren Handys einstellen, um uns daran zu erinnern, Wasser zu trinken. Oder wir können eine persönliche Wassererinnerung anheuern, die uns den ganzen Tag begleitet, wie ein Butler. Ja, das könnte ein bisschen übertrieben sein, John. Bleiben wir vorerst bei den Alarmen.
Lektion 254. Träumst du jemals davon, Milliardär zu werden? Hey Anna, träumst du manchmal davon, Milliardär zu werden? Die ganze Zeit, John. Ich hätte gerne einen Privatjet und eine Villa auf den Bahamas. Das gleiche hier. Aber du weißt, was man sagt, Geld kann kein Glück kaufen. Stimmt, aber es kann viele andere Dinge kaufen, die dich verdammt glücklich machen. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht sollten wir anfangen, Lotto zu spielen oder so. Oder wir könnten etwas erfinden, das uns reich machen würde. Wie eine sich selbst reinigende Küche oder ein Roboter, der Wäsche wäscht. Ja, wir werden in kürzester Zeit Milliardäre sein. Und wenn wir es sind, werden wir uns an die kleinen Leute wie unsere Freunde und Familie erinnern. Mach dir keine Sorgen, John. Wir werden dich nicht vergessen. Danke, Anna. Ich schicke dir auf jeden Fall eine Postkarte von meiner Privatinsel. Lektion 255. Benutzt du immer noch Facebook? Hey Anna, benutzt du immer noch Facebook? Ja, das tue ich. Warum fragst du? Ich dachte nur, Facebook ist wie eine Zeitmaschine. Du kannst auf all die peinlichen Dinge zurückblicken, die du vor Jahren gepostet hast, und zusammenzucken. Ich weiß, oder? Es ist wie ein digitales Tagebuch all unserer Teenagerängste und schlechten Haarschnitte. Und vergiss nicht all die zufälligen Leute, die dich als Freunde hinzufügen. Wie der eine Typ, neben dem du in der 7. Klasse im Mathematikunterricht gesessen hast. Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Er schickt mir immer noch Nachrichten, in denen er fragt, wie es mir geht. Vielleicht versucht er, sich wieder mit dir zu verbinden, Anna. Man weiß nie, er könnte jetzt Millionär werden. Irgendwie bezweifle ich das, John. Aber du hast recht, Facebook ist ein seltsamer Ort. Ja, aber es macht auch irgendwie süchtig. Ich könnte Stunden damit verbringen, durch meinen Newsfeed zu scrollen. Ich auch. Aber wir sollten jetzt wahrscheinlich wieder ins wirkliche Leben zurückkehren, John. Wir können nicht den ganzen Tag damit verbringen, unsere Exen auf Facebook zu stalken. Sprich für dich selbst, Anna. Aber ja, du hast recht. Lass uns etwas Produktives machen. Lektion 256. Willst du mit mir in die Bibliothek gehen? Hey Anna, willst du mit mir in die Bibliothek gehen? Die Bibliothek? Warum sollten wir dorthin gehen? Natürlich, um Bücher zu lesen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Horizont zu erweitern und neue Dinge zu lernen. Ich glaube nicht, dass ich seit der Highschool in einer Bibliothek war. Nun, es ist nie zu spät, die Freude am Lesen wieder zu entdecken, Anna. Außerdem ist es ein großartiger Ort, um Leute zu beobachten. Man weiß nie, wen man dort sehen könnte. Okay, gut. Gehen wir in die Bibliothek. Aber du musst versprechen, mich nicht zu gnädig zu machen, John. Ich werde mein Bestes geben, Anna. Aber ich kann nichts versprechen. In Ordnung, gehen wir. Aber wenn wir jemandem begegnen, den wir kennen, müssen wir so tun, als wären wir aus einem coolen, intellektuellen Grund dort. Ich hab's. Wir sagen einfach, wir forschen an den neuesten Theorien zur Quantenmechanik oder so. Ja, das wird sie beeindrucken. Gehen wir, John.
Die Welt der Bücher erwartet uns. Lektion 257. Bist du heute bereit für das Basketballtraining? Hi Anna, bist du heute bereit für das Basketballtraining? John, du weißt, dass ich schlecht im Basketball bin. Komm schon, Anna. Übung macht den Meister. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie ein verborgenes Talent für den Sport. In Ordnung, gut. Aber wenn ich am Ende über meine eigenen Füße stolpere und mir ins Gesicht falle, musst du mich abholen. Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich werde da sein, um dich zu erwischen. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir uns einfach auf die Bank setzen und den echten Athleten beim Spielen zusehen. Klingt nach einem Plan. Aber hey, wenn ich am Ende ein Superstar-Basketballspieler werde, pass besser auf. Komm schon, Anna. Ich warte auf dem Platz auf dich. Lektion 258. Ist Paris nicht wunderschön? Anna, ist Paris nicht wunderschön? Ich bin so froh, dass wir hergekommen sind. Ja, es ist unglaublich. Aber erinnerst du dich, wie du gesagt hast, du würdest dein Französisch üben, bevor wir hier ankamen? Ja, ich hab's versucht. Aber ich erinnere mich nur an Bonjour und Merci. Nun, du musst besser abschneiden, wenn du die Einheimischen beeindrucken willst, John. Ich werde mein Bestes geben, Anna. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Akzent mich verraten wird. Mach dir keine Sorgen, John. Wir können einfach so tun, als wären wir aus Kanada. Was? Warum Kanada? Weil jeder Kanadier liebt, John. Und außerdem ist es einfacher, zu sagen, als ein Verb auf Französisch zu konjugieren. Gutes Argument, Anna. Aber vergessen wir nicht den wahren Grund, warum wir hier sind. Das Essen. Ja, das Essen. Ich kann es kaum erwarten, all die Croissants und Baguettes zu probieren. Und der Käse und der Wein. Wenn wir gehen, werden wir so kultiviert sein. Und wahrscheinlich auch ein paar Pfund schwerer, John. Das Erlebnis lohnt sich, Anna. Lass uns die Stadt erkunden und ein paar Erinnerungen sammeln. Lektion 259. Welche Art von Kaffee möchtest du bekommen? Hier, Anna, welche Art von Kaffee möchtest du bekommen? Ich weiß nicht. Was ist gut hier? Nun, ich nehme immer den klassischen Filterkaffee. Aber wenn Sie es ausgefallen wollen, haben Sie alle möglichen aromatisierten Lattes und Cappuccinos. Ich denke, ich bleibe beim klassischen Filterkaffee. Ich bin nicht so abenteuerlustig. Passt zu dir, Anna. Aber du verpasst den ganzen Spaß. Du kennst mich, John. Ich gehe gerne auf Nummer sicher. Ja, das ist mir aufgefallen. Aber hey, vielleicht können wir dein Leben etwas aufregender machen, indem wir einen doppelten Schuss Espresso trinken. Oh nein, John. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin für diesen Adrenalinschub. Okay. Wir bleiben beim Filterkaffee. Aber wenn du deine Meinung änderst, lass es mich einfach wissen. Das werde ich, John. Aber lassen Sie uns vorerst einfach unseren Kaffee genießen und alte Zeiten nachholen.
Klingt nach einem Plan, Anna. Lass es uns machen. Lektion 260. Hast du diese neue Show auf Netflix gesehen? Anna, hast du diese neue Show auf Netflix gesehen? Es heißt Alien Love Triangle. Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber es klingt nach etwas, das dir gefallen würde, John. Ich bin nicht der Einzige, der Science Fiction mag. Okay. Aber seien wir ehrlich, John. Du bist ein bisschen besessen von Aliens. Schuldig wie angeklagt, Anna. Aber du musst zugeben, diese Show sieht ziemlich unterhaltsam aus. In Ordnung, probieren wir es aus. Aber wenn es zu komisch ist, bin ich raus. Deal. Aber ich habe das Gefühl, dass du es lieben wirst. John, was habe ich gerade gesehen? Das war die seltsamste Show, die ich je gesehen habe. Ich habe dir gesagt, dass es unterhaltsam werden würde. Unterhaltsam, ja. Aber auch sehr seltsam. Nun, das macht es so toll. Man weiß nie, was als nächstes passieren wird. Ich glaube, ich brauche eine Pause von all dem Alienkram. Können wir uns etwas Normaleres ansehen? Klar, Anna. Wie wäre es, wenn wir zu The Office wechseln? Nun, das ist eher so. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal. Und sieh dir mehr Videos von unserem Kanal an.